Nach 4 Wochen Patagonien beginnt der zweite Teil unserer Südpazifikreise in Ushuaia, der südlichsten Stadt am Ende der Welt und am Beginn der Wildnis. Die 11.500 Kilometer lange Teilumfahrung der Antarktis durch das Rossmeer in 33 Tagen mit der Ortelius. Nach verlängertem Aufenthalt in Ushuaia geht es am ruhigen Abend des 14. Januar 2023 endlich los. Und schon am nächsten Tag erwartet uns der erste Härtetest unserer Seetauglichkeit, die gefürchtete Drake-Passage. Die Wellen waren dann mit 2 bis 3 Metern doch nicht so hoch wie die erwarteten 4 bis 5 Meter. Geschafft! Wir verlassen die Drake-Passage im Süden in Richtung der antarktischen Halbinsel. Auf dem Weg treffen wir unseren ersten Eisberg. Es sollte nicht der letzte sein. Ebenso überqueren wir die antarktische Konvergenz, die biologische Grenze zur Antarktis, eine Meeresströmung, an der die Wassertemperaturen von angenehmen 8 Grad auf unter 2 Grad abfallen. Beim Erreichen der antarktischen Halbinsel wurde das Meer ruhiger und erlaubte uns eine erste Exkursion mit den Zodiacs in die Murray Bay. Eine Premiere auch für unsere Expeditionscrew. Vor der Zodiac-Tour in die Murray Bay werden alle Kleidungsstücke und Mitnahmegegenstände peinlichst genau gereinigt, damit keine fremde Flora und Fauna unfreiwillig in die Antarktis eingeführt wird. Und dann der erste Ausflug in den Zodiacs entlang der eisigen Murray Bay. Pure Magie.
Wir entdecken die Nester von Dominikanermöwen und die ersten Eselspinguine. Voll der Eindrücke kehren wir zurück und am Abend kommen dann sogar noch einige Buckelwale an der Ortelius vorbei. Auch Kapp- und Schwarzsturmvögel umkreisen die Ortelius. In der Bellingshausen-See erwarten uns raue Bedingungen auf der Weiterfahrt zum Peter the First Island. Das Peter the First Island zählt zu den abgelegensten Orten der Welt, fernab jeder Zivilisation und einsam im Antarktischen Meer gelegen. Die Insel wurde nach dem russischen Zaren Peter dem Großen benannt, da sie von dem russischen Seefahrer Bellingshausen entdeckt wurde. Seekarten geben ihre Lage nur auf 2 Meilen genau an. Es gibt so gut wie keine Anlegestellen, nur etwa 800 Menschen haben die Insel bisher per Schiff oder Helikopter umrundet oder betreten. Wo nur ganz wenige Menschen bisher. Und nicht darüber geschwommen, sondern mit dem Hubschrauber hingeflogen. Genau.
Der 22. Januar 2022 ist der Tag der Eisberge. Permanent umgeben uns ungefähr 100 Eisberge, mehr oder weniger weit vom Schiff entfernt. Eine faszinierende Eiswelt, und doch sieht man nur 10% des Eises oberhalb der Wasseroberfläche. Überraschend früher Wake-up-Call um 5:15 Uhr durch unseren Expeditionsleiter Christian. Wir haben die Packeisgrenze erreicht und es herrschen beste Wetterverhältnisse. Eine unglaubliche Atmosphäre aus Eisbergen, Packeis und klarem Eiswasser. Auch beobachten wir unsere ersten Krabbenfresserrobben. Dazu immer wechselnde Stimmungen aus Licht und Schatten. Praktisch windstill. Nach dem Frühstück geht es dann mit den Zodiacs durch diese Eiswelten im Packeis. Dabei beobachten wir Krabbenfresserrobben, Seeleoparden und Pinguine hautnah auf den Eisschollen. Packeis entsteht, wenn das Meerwasser bei niedrigen Temperaturen gefriert und zu Eisschollen erstarrt. Sammelt es sich zu dichten Eismassen an, kann es zum Verhängnis für die Schiffe werden. That is real. Like dusting of snow on it too, you can see. It's always just beautiful, that bit of snow. Oh, that's so good.
Zum Abschluss der Zodiac-Expedition dann noch ein Schneesturmvogel. Am Abend Orcas zwischen den Eisbergen in der antarktischen Mitternachtssonne. Mittlerweile haben wir den südlichen Polarkreis überschritten und die Sonne geht nicht mehr unter. Nun folgen 6 Seetage entlang des antarktischen Kontinents durch die Amundsensee zum Ziel der Expedition, dem Rossmeer. Warum Expedition und nicht Kreuzfahrt? Ganz einfach, weil zwar die Route, nicht aber das Programm zu Beginn der Reise feststeht. Das Programm entwickelt sich erst anhand der Wetter- und Eisbedingungen während der Reise. So war die erste Zodiac-Tour in die Murray Bay überhaupt nicht geplant und keiner der Expeditionsleiter war jemals dort gewesen, während die Durchfahrt durch den berühmten Lemaire Channel nicht stattfinden konnte. Bei Peter the First Island hatte es dann alles wie geplant funktioniert. Wir waren aber auch die Ersten, die seit vielen Jahren dort landen konnten. Die großartige Tour ins Packeis war schließlich eine kurzfristige Entscheidung des fantastischen Expeditionsleiters Christian Engelke. An den Entscheidungen des Expeditionsleiters hängt letztlich der Erfolg der Reise. Nach 6 Tagen begleiten uns Schneesturmvögel und Skuas bei der Überschreitung der Datumsgrenze und wir erreichen endlich das Rossmeer, abgelegen von jeder Zivilisation, und auch hier bleibt es bis zuletzt spannend. Nur einige Wochen im Jahr ist es hier eisfrei und noch wenige Tage vor unserer Ankunft war der McMurdo Sound zugefroren und das Erreichen des eigentlichen Zieles unserer Reise ungewiss. Doch dann begannen die katabathischen Winde vom antarktischen Kontinent her zu blasen und das Eis war für unsere Passage genügend geschmolzen. So erreichten wir am 31. Januar 2023 um 4 Uhr morgens das Ross Ice Shelf, eine 800 Kilometer lange Eismasse von der Größe Frankreichs, 30 Meter über dem Meer und 250 Meter darunter. Und auch hier hatte der Wettergott ein Einsehen und wir konnten mit unseren Helikoptern auf dem Ross Ice Shelf landen.
So, jetzt gehen wir einfach auf dem Ross-Eisschelf spazieren. Oh, und müssen aufpassen, hier sind die Gletscherspalten. 250 Meter Eis unter uns und weiß über uns. Nach sicherer Rückkehr geht es weiter am Ross Eisschelf entlang in den McMurdo Sound. Zunächst vorbei an Pinguinen und dann durch das noch dichte Eis zu unserem nächsten Ankerplatz. Der nächste Ankerplatz ist eine Eisscholle tief im McMurdo Sound. Wir sind jetzt am südlichsten Punkt unserer Reise bei knapp 78 Grad südlicher Breite angekommen. Von hier aus geht es zum nächsten Ausflug mit dem Helikopter in die Dry Valleys.
Die Dry Valleys sind Täler, in denen es seit 2 Millionen Jahren kaum Niederschlag gegeben hat und die von Gletschern eingerahmt werden. Sie sollen dem Mars ähnlich sein, eine unglaubliche Landschaft, in der Gletscher in der kalten Wüste enden. Sie sind auch der südlichste Punkt unserer Reise. Nach einigen einführenden Worten unseres Expedition Guides Christian Engelke machen wir eine kleine Wanderung. Es ist übrigens unser erster Kontakt mit dem antarktischen Festland. Auf dem Weg sind einige Krabbenfresserrobben, die sich vor mehreren hundert Jahren hierher verirrt haben, in der Trockenheit verhungert und verdurstet sind und in dem speziellen Klima mumifiziert wurden. Nach der Rückkehr müssen die Schuhe gründlich von eventuellen Bakterien gereinigt werden. Yeah. What's your number? Hello. 39 and 40. Come on in. So, jetzt sind wir auf der Eisscholle vor unserem Schiff, der Ortelius. Und plötzlich treffen wir auf 4 Kaiserpinguine in nur wenigen Metern Abstand, eine Seltenheit. Und das alles bei bestem Wetter, milden Temperaturen um -5 Grad und Windstille. So, entering the Ortelius.
kurze Nachtfahrt bringt uns durch das Packeis nach Cape Royds zur Hütte des britischen Antarktisforschers Ernest Shackleton. Am Abend geben die Wolken einen ersten Blick auf den 3794 Meter hohen Mount Erebus frei, den südlichsten Vulkan der Welt. Die Hütte von Ernest Shackleton am Cape Royds diente als Unterkunft für 15 Personen auf 58 Quadratmetern bei dessen erfolgloser Südpolexpedition 1907 bis 1909. Ebenso überwinterten hier 10 Mitglieder der sogenannten Ross Sea Party, die Verpflegung und Material für Shackletons Antarktisdurchquerung 1914 auslegen sollten. Von ihnen starben 3 und Shackleton kam nie an, da er die Expedition abbrach und auf abenteuerlicher Odyssee die Besatzung seines im Eis zerstörten Schiffes rettete und damit zum Held wurde. Allerdings die Besatzung in seiner Hütte am Ziel vergaß. Die Überlebenden wurden schließlich 1917 gerettet. Die Hütte lässt das Leben der ersten Antarktis-Abenteurer wieder lebendig werden. Die Hütte ist wunderschön am Mount Erebus gelegen. In unmittelbarer Nähe der Shackleton-Hütte hat sich eine Kolonie von Adelie-Pinguinen niedergelassen. Und auch die Skuas sind in der Nähe und warten auf Beute, da sie sich von Pinguinen ernähren.
Nachmittag dann mit dem Zodiac zur Hütte am Cape Evans, wo Robert Scott zum Südpol aufbrach und nicht mehr zurückkam, nachdem er den Wettlauf gegen den Norweger Roald Amundsen verloren hatte. Leichter Schneefall und Wind ließen die Atmosphäre der Pioniere vor über 100 Jahren in Schwarz-Weiß-Tönen sehr eindringlich nachempfinden. Scotts Hütte ist im Vergleich zu der von Shackleton wesentlich größer und wirkt fast schon luxuriös. Die Isolierung mit Seetang scheint sehr effektiv gewesen zu sein und nach Scotts Aussagen war es zeitweise zu warm, was man heute kaum glauben kann. Built in 1911, no rubbish, 10. Took 9 days to erect the shell because it's a prefabricated building. Okay. Other 2 months to finish it. This is the kitchen. And there's a dining room just behind you in a moment, you'll see. The people slept mainly on the left side of the hut and worked on the right-hand side of the hut. Captain Scott's bedroom's at the far end on the left. Okay. Der Anker von Scotts Schiff, der Terra Nova, liegt immer noch am Cape Evans. Das Kreuz am Cape Evans erinnert an die 2 Forscher, die als Mitglieder von Shackletons Ross-Sea Party hier 1916 ums Leben kamen. Schnee, Seegang und eisige Kälte erwarten uns bei unserer Rückkehr zur Ortelius und begleiten uns bei unserer Fahrt entlang der Borchgrevink-Küste nach Norden. Carsten Borchgrevink war ein vergessener norwegischer Antarktisforscher mit vielen Verdiensten um deren Erforschung und vermutlich sogar der erste, der seinen Fuß am Cape Adare auf den antarktischen Kontinent gesetzt hat. Ein Bild zeigt ihn beim unerlaubten Verlassen des Landebootes vor dem Kapitän am 13. August 1895 um 13:14 Uhr. Nach einem Tag dann wieder beste Wetterverhältnisse für die Weiterfahrt durch das Packeis nordwärts entlang der Borchgrevink-Küste. Auf dem Weg unternehmen wir noch nach dem Abendessen eine Expedition mit den Zodiacs zu den Possession Islands, einer Gruppe von kleinen Felseninseln im Rossmeer mit einer kleineren Kolonie von Adelie-Pinguinen.
Am nächsten Tag dann Unsicherheit bis zuletzt, ob das Eis die Anlandung am Cape Adare zulässt. Nach dem Frühstück hat es dann doch geklappt und unser erster Kontakt mit einer Pinguinkolonie an Land konnte beginnen. So, wir sind jetzt hier in Cap Adare, der größten Adelie-Pinguin-Kolonie der Welt mit 360.000 Paaren. Und es riecht überhaupt nicht nach Guano. Na, ein bisschen stinkt es schon. Junge Adelie-Pinguine haben ein weiches, flauschiges Federkleid, das sie nach etwa 3 Wochen gegen wasserabweisende Federn wechseln. Die Eltern gehen auf Fischfang und füttern die Jungen anschließend aus ihrem Magen. Dabei werden die Eltern oft richtig ausgezehrt. Adelie-Pinguine brüten in Nestern aus Steinen, die von den Männchen gesammelt werden. Als einzige Pinguinart legen die Adelie-Pinguine 2 Eier, wobei das Erstgeborene bevorzugt genährt und aufgezogen wird und bei der Fütterung das Zweitgeborene auch gerne verjagt wird, wie man hier gut sehen kann. Es dient nur als Versicherung, sollte das Erstgeborene nicht überleben. Die Skuas kreisen über den Pinguinkolonien, denn die Pinguinkinder sind wiederum ihre bevorzugte Nahrung. Und hier finden sie einen reich gedeckten Tisch. Bisweilen gelingt es auch, den ungeliebten Feind zu vertreiben. Auch die Seeleoparden sind zur Stelle, denn auch sie ernähren sich gerne von Pinguinen, insofern sie nicht so müde sind wie dieser hier.
Inmitten der Kolonie befindet sich auch die Hütte des norwegischen Antarktisforschers Carsten Borch-Greving, der hier am Cape Adare als erster überwinterte und dessen Expedition zwischen 1898 und 1900 ein Meilenstein in der Erforschung der Antarktis war. Im Vergleich zu den Unterkünften Shackletons und Scotts ist Borch-Grevings Hütte richtig schlicht. In der Einsamkeit des antarktischen Winters entstehen sogar Kunstwerke über den Betten. Und schon gemahnt uns die Ortelius zur Rückkehr. Did you guys have a good time at Cape Adare? It's a very rare spot to land on, even on Ross Sea voyages. This is usually the cancelled one, even more so than Royds. There was a vessel trying operations here yesterday, but there were hundreds of meters of ice out from land, just one day before. So the fact that Es bricht unser letzter Tag im Rossmeer an und er bringt uns in einem spektakulären Helikopterflug von der Robertson Bay unweit des Cape Adare über 2 Gletscher mit abschließender Sichtung einer großen Gruppe von Schnabelwalen.
dann heißt es Abschied nehmen vom antarktischen Festland zu den neuseeländischen und australischen antarktischen Inseln im Norden. Vier stürmische und verschneite Seetage später erreichen wir Macquarie Island, das zu Australien gehört. Gleich am trüben Morgen schwammen zahlreiche Königspinguine um die Ortelius und vom Zodiac aus bot sich ein wahres Spektakel von Hunderten dieser Lebewesen, die voller Neugierde die Boote umringten. Es genügte, die GoPro Action Cam einfach vom Zodiac aus unter Wasser zu halten. Und bei der Weiterfahrt wurden wir von der Größe der Königspinguin-Kolonie überwältigt. Wo Pinguine leben, sind Skuas und Robben nicht weit. Und schließlich begegnen wir noch einer Kolonie von Eastern Rockhoppern, der östlichen Felsenpinguine mit ihren unverwechselbaren gelben Haubenfedern. Am Ende zieht dann Nebel wieder auf und wir kehren zurück zu unserem Schiff, der Ortelius, um von dort zum Campbell Island weiterzufahren, das zu Neuseeland gehört und das wir am übernächsten Tag bei anhaltendem Nebel erreichen.
Auf den Felsen warten bereits die endemischen Campbell-Schaben auf uns. Und auch die Eastern Rockhopper machen ihrem Namen alle Ehre, bevor wir auf einen Hooker-Seelöwen und neuseeländischen Seebär treffen. Eine seltene Begegnung mit einem Kronenpinguin. Ganz besonderes Glück hatten wir mit der Sichtung eines Rußalbatros mit Kind bei der Fütterung. Und schließlich erhaschten wir noch einen Blick auf ganz junge neuseeländische Seebären. Am Nachmittag dann endlich Bewegung, Wanderung über Campbell Island. Eine Besonderheit auf Campbell sind die nisternden Königsalbatrosse.
Für die meisten Teilnehmer war die Expedition nun eigentlich zu Ende. Noch 2 Tage bis Neuseeland. So yeah, penguins, that's what we're looking for. See if we can see another species. Und doch ließ sich unser Expeditionsteam nicht lumpen und gönnte uns noch eine letzte Zodiac-Fahrt zum neuseeländischen Enderby Island, das auf knapp 50 Grad südlicher Breite liegt. Wenn man bedenkt, dass wir im Rossmeer auf knapp 80 Grad waren, hatten wir nun hier sommerliche Temperaturen um 12 Grad. Auch ein Exemplar der seltenen Gelbaugenpinguine bekommen wir zu Gesicht. Zum letzten Mal vor unserer Ankunft in Neuseeland werden die Anker gelichtet und am letzten Tag fahren wir an den Snares Islands vorbei mit ihren fantastischen Albatrossen mit einer Flügelspannweite von bis zu 3,50 Meter. Nach 33 Tagen und 11.500 Kilometern verlassen wir am 16. Februar 2023 gegen 8:30 morgens die Ortelius in Bluff, dem südlichsten Ort auf dem neuseeländischen Festland. So ganz unspektakulär endet nun unsere Antarktis-Expedition, die uns bis auf 11 Breitengrade an den Südpol herangebracht hat. Aus den Mitreisenden und den Expedition Guides ist in dieser Zeit ein richtiges Team geworden. Das Erlebnis ist einmalig und unwiederholbar. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine einzigartige Welt hinter dem Fin del Mundo, dem Ende der Welt.
Bye.